Hallo liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr dieses Video anschaut. Heute möchte ich mit euch über das Leben in Russland und über einen möglichen Umzug von Europa nach Russland sprechen. Gleich zu Beginn möchte ich ehrlich sagen, das Leben in Russland ist nicht für jeden geeignet. Es ist kein Paradies. Der Alltag hier ist ähnlich wie überall. Man muss Geld verdienen und für Lebensmittel, Kleidung und Nebenkosten aufkommen. Bevor man ernsthaft über einen Umzug nach Russland nachdenkt, empfehle ich, das Land mindestens zweimal zu besuchen. Idealerweise im Sommer und im Winter. Noch besser wäre es, hier einige Wochen oder sogar einen Monat zu verbringen, falls es möglich ist. Einer der großen Vorteile Russlands ist die enorme geografische und klimatische Vielfalt. Man kann sich eine Region aussuchen, die zu den eigenen Bedürfnissen und Vorlieben passt, sowohl in Bezug auf das Wetter als auch auf die wirtschaftliche Situation. Manche mögen zum Beispiel die Region Krasnodar, dort ist es warm, der Winter ist kurz, aber im Sommer kann es sehr heiß und schwül werden. Für ältere Menschen kann das anstrengend sein. Der Großraum Moskau ist eine gute Wahl für junge Leute oder Familien mit einem Kind. In Moskau gibt es viele Jobmöglichkeiten und es ist einfach, sowohl beruflich als auch privat neue Kontakte zu knüpfen. Sibirien ist interessant für diejenigen, die den Winter, kaltes Klima und Schnee mögen. Der Winter dauert hier fast 5 Monate. Die Durchschnittstemperatur liegt bei etwa -20 Grad Celsius. Aber mit warmer Kleidung ist das gut auszuhalten. Ein optimaler Wohnort in Sibirien könnte Nowosibirsk sein. Es ist eine große Stadt mit U-Bahn, wird oft als Hauptstadt Sibiriens bezeichnet und ist von weiteren bedeutenden Städten umgeben. Es gibt einen internationalen Flughafen, von dem aus man viele Ziele erreichen kann. Die Preise für Immobilien und Lebensmittel sind vernünftig. Dank zahlreicher Neubauten und großer Lebensmittellagerhäuser für Supermarktketten. Ich habe mehrere Jahre in Nowosibirsk gelebt und kenne die Stadt sehr gut. Irgendwann wurde es mir aber zu eintönig und ich bin in meine Heimatregion Irkutsk zurückgezogen, wo ich jetzt lebe. Viele interessieren sich auch für das Gebiet Altai. Die Natur dort ist wirklich atemberaubend, aber es ist eine wirtschaftlich schwache Region. Wer dorthin ziehen möchte, sollte vorher unbedingt Kontakt zu jemandem aufnehmen, der schon dort lebt und über den Alltag berichten kann. Ganz abgelegene Dörfer würde ich eher nicht empfehlen. Dort ist die Arbeitssituation schwierig und Alkoholmissbrauch kommt leider oft vor. Ich lebe nun seit einigen Jahren in Irkutsk und mag diese Stadt insgesamt sehr. Natürlich gibt es auch hier Herausforderungen, vor allem was den öffentlichen Nahverkehr und die städtische Infrastruktur betrifft. Aber ich schätze die vielen sonnigen Tage. Sonnenlicht sorgt für gute Stimmung und gibt Energie. Man muss allerdings ehrlich sagen, Immobilien in Irkutsk sind relativ teuer. Es wird zwar gebaut, aber nicht so viel wie in Nowosibirsk. Dafür gibt es ein großes Angebot an älteren Sowjetwohnungen, die deutlich günstiger sind. Ein riesiger Vorteil von Irkutsk ist die Nähe zur Natur. Der Baikalsee ist nur eine Autostunde entfernt. Das nächstgelegene Dorf ist Listwanka. Viele fahren am Wochenende dorthin, um zu entspannen. Auch die benachbarte Republik Burjatien ist spannend. Mit ihrer besonderen Kultur und malerischen Landschaften auf der anderen Seite des Baikalsees. Nicht weit von Irkutsk liegt auch die Mongolei. Ich reise gerne dorthin. Es ist günstig und einfach. Man kann Ulaanbaatar entweder in 23 Stunden mit dem Zug oder in einer Stunde mit dem Flugzeug erreichen. Ich bevorzuge den Zug. Die Strecke führt durch wunderschöne Landschaften. In den Kommentaren lese ich oft erstaunte Fragen wie: Warum sollte Russland ein interessantes Ziel zum Auswandern sein? Wie gesagt, Russland ist kein perfektes Land, aber das gilt für jedes Land. Die Welt ist groß und jeder kann den Ort finden, der zu ihm passt, wo er sich wohlfühlt und für seinen Lebensunterhalt sorgen kann. Wenn euch das Leben in Deutschland nicht mehr zusagt,
könnt ihr zum Beispiel auch Bulgarien oder Ungarn in Betracht ziehen. Dort gibt es schon deutschsprachige Gemeinschaften und viele Informationen. Sibirien hingegen eignet sich für diejenigen, die ganz bewusst weit weg von Europa leben wollen. Im Fall eines militärischen Konflikts mit der NATO könnte Irkutsk ein vergleichsweise sicherer Ort sein. Rund um die Stadt gibt es viele Dörfer, in denen man günstigen Wohnraum findet. Wenn euch Irkutsk zu ruhig erscheint, wäre vielleicht Sludjanka eine Alternative, ein kleiner Ort direkt am Baikalsee. Er liegt an der Transsibirischen Eisenbahn. Die Stadt ist arm, die Arbeitsplätze begrenzt, hauptsächlich im Bahnbereich oder im öffentlichen Dienst. Das Klima ist hier etwas kühler, da kalte Luft vom See her weht. Das Wasser wird erst Mitte Juli warm genug zum Baden und das auch nur in kleinen Buchten. Eine Herausforderung für Auswanderer sind derzeit finanzielle Einschränkungen. Wegen der westlichen Sanktionen ist das russische Bankensystem vom globalen Finanzsystem abgekoppelt. Kryptowährungen können hier eine Lösung sein, um Geld zwischen Ländern zu transferieren. Ich möchte auch erwähnen, dass die Preise in Russland in den letzten 3 Jahren spürbar gestiegen sind, sowohl für Lebensmittel als auch für Immobilien. Die Preissteigerung liegt zwischen 20 und 50, bei manchen Produkten sogar bei 100%. Sollte der Ölpreis weiter sinken, könnte es für die russische Wirtschaft ab Ende 2025 schwierig werden. Aber wer ein Stück Land auf dem Dorf besitzt, kann dort Gemüse anbauen und sich teilweise selbst versorgen. In jedem Fall sollte man über Rücklagen oder ein Einkommen aus dem Internet verfügen. Ich lade euch herzlich ein, Russland in diesem Sommer zu besuchen, um das Land kennenzulernen. Auch wenn ihr keinen Umzug plant, kommt einfach als Touristen. Der Sommer in Sibirien ist wunderschön. Die Durchschnittstemperatur liegt bei etwa plus 23 Grad Celsius. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Wenn ihr Fragen zum Leben in Russland oder in Irkutsk habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich lese alles und versuche, so gut es geht, zu antworten. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag. Wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Bis bald. Tschüss.